Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thalas & Me. Heute wollen wir ein Thema behandeln, was besonders unserem Protagonisten Kostas sehr am Herzen liegt. Ein aktives und selbstbestimmtes Leben zu führen. Wie das genau aussieht, schaut es euch an. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch auch gerne ein Like da. Patienten, die eine chronische Erkrankung haben, und das gilt für jede chronische Erkrankung wie für die Thalassämie, müssen gut über ihre Erkrankung informiert sein. Eines der Hauptprobleme bei mangelnder Information ist, dass man entweder eine unzureichende Therapie kriegt oder aber Therapie verweigert und viel zu spät merkt, dass man was verpasst hat, weil dann Probleme und Komplikationen eintreten. Als die Eisenüberladung so weit fortgeschritten war, dass ich schon so auf Messerschneide stand. Dann gab es nur zwei Wege, die man einschlagen kann, oder zwei Entscheidungen. Entweder es wird mich jetzt umbringen und ich kann mich so langsam verabschieden, oder ich versuche nochmal das Ruder rumzureißen und ich versuche ab sofort wirklich aktiv zu werden und alles zu tun, was ich kann, um die Erkrankung unter Kontrolle zu bringen. Und ich habe, man kann sagen, wirklich von heute auf morgen dann mein ganzes Verhalten geändert. Ich habe angefangen zu lesen, mich zu informieren über meine Erkrankung, die Symptomatik. Ich wollte wissen, wie was funktioniert, wie die Abläufe im Körper sind. Ich habe versucht, eben wirklich alles mir einzuverleiben, was es an Informationen gab. Man kann nicht erwarten, dass jeder Arzt, zu dem man geht, ob es ein Zahnarzt ist, ein Gynäkologe und auch der Hausarzt, sich mit dieser Erkrankung so hundertprozentig auskennt. Das heißt, es ist wichtig, dass die Patienten wissen, was für eine Erkrankung sie haben, wie sich die äußert, was sie an Medikamenten nehmen und warum sie welche Medikamente nehmen. Je besser der Patient informiert ist, umso besser wird seine Therapie auch sein und umso besser kann er seinen Arzt, der in dem Fall ja vielleicht mal nicht Hämatologe ist, darüber informieren, welche Symptome zu der Thalassämie gehören und welche Symptome nicht zu der Thalassämie gehören. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass sowohl ärztliche Kollegen als auch Betroffene, letztlich auch schon Kinder und Jugendliche, informiert werden über die Erkrankung. Zum einen für die Ärzte, um zu wissen, was ist der aktuelle Standard der Behandlung, wie kann ich meinen Patienten diesen Standard zugutekommen lassen. Für Patienten, Eltern, Familien, was passiert, wenn ich mich dieser Behandlung nicht zuverlässig sozusagen aussetze, was habe ich für Möglichkeiten damit umzugehen, wie sind die Erfahrungen von anderen Betroffenen. Es ist eigentlich egal, wie schlimm eine Krise sein mag, die man gerade durchmacht. Solange ich das Gefühl habe, ich bin Herr der Lage oder ich leiste meinen Beitrag aktiv, ist es trotzdem vom Gefühl her erträglicher und nicht so schlimm, wie wenn ich würde ich alles irgendwie anderen überlassen und wäre wirklich schon fast wie ein Objekt, das von Arzt zu Arzt geschoben wird. Und überlasse alles irgendwie den Ärzten und sage, okay, dann morgen Transfusion und dann nimm die Tabletten. Okay. Man hat mir gesagt, das soll ich nehmen, das nehme ich. Ich vertrage es nicht, ich habe Bauchschmerzen, mir ist unwohl, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich da großartig dagegen machen muss oder soll oder kann. Frust kommt auf. Die Stimmung kann auch sehr, sehr, sehr leicht kippen, weil man sehr oft auch in so eine Situation kommt, wo man sich denkt, Mensch, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr. Ich bin eigentlich den ersten Thalassämie-Patient begegnet, da war ich 18 Jahre alt. Alleine zu sein, sich alleingelassen fühlen. Und deswegen wenig Kontakte zu haben, wenig Eindruck zu kriegen, was bei anderen Patienten läuft. Ja, die sind dadurch, dass die übers Land verstreut sind, sehr viel vereinzelt. Und deswegen ist auch der Zugang zu Erfahrung anderer, Zugang zu Informationen
limitiert. Der Austausch ist sehr wichtig für uns alle, also sowohl für mich, aber auch für die anderen Patienten, weil wir eben Leidensgenossen sind, weil wir uns irgendwie in manchen Situationen auch ohne viel Worte verstehen. Der Austausch ist für mich natürlich auch deswegen wichtig, weil ich eben in jungen Jahren das nicht hatte. Im Krankenhaus hat man natürlich ein paar Mitpatienten gesehen. Trotzdem dachte ich immer, ja, das gibt gar nicht so viele davon. Und irgendwann bin ich auf einen Thalassämie-Kongress gefahren im Ausland. Und da waren dann Tausende von diesen Patienten. Und das hat mir komplett nochmal die Augen geöffnet. Ich habe dann so viele tolle Menschen kennengelernt, die auch dieses Krankheitsbild hatten. Und das hat mir halt nochmal mehr Mut gegeben und mehr Selbstbewusstsein. Wir haben Internet, man kann sich informieren, man kann mit anderen in Kontakt treten, also Social Medias, man kann weltweit Kontakte haben zu anderen Betroffenen. Das war damals natürlich nicht möglich. Durch das Internet hat man ja noch mehr Möglichkeiten gehabt, sich einzulesen oder noch mehr Kontakte zu knüpfen. Ja, das war eigentlich schön. Das hat mir gezeigt, es gibt viele andere und wenn man all die Dinge befolgt, die gemacht werden müssen, dann kann man sehr gut leben damit, auch wenn es schwer ist. Und dann geht es darum, und dafür sind auch Informationen für Patienten und Ärzte wichtig, geht es darum, dieses Leben auch gut zu gestalten und die Patienten bei guter Gesundheit alt werden zu lassen. Ich habe natürlich mir gedacht, alles Wissen, was ich mir für mich selbst eingeeignet habe und was mir geholfen hat, das geht ja nicht aus. Also wenn man es mit anderen Menschen teilt, das ist ja nichts, was irgendwie quantifizierbar ist. Und es ist für mich irgendwo selbstverständlich, dass ein Leidensweg, den ich durchgegangen bin, wenn ich jetzt jemanden sehe, der gerade irgendwie etwas durchmacht, das mir bekannt vorkommt, dann einfach zu sagen, hey, ich weiß, wie es dir gerade geht und mir hat dies und das geholfen oder versuch's mal damit oder einfach Empfehlungen aussprechen. Das heißt, in WhatsApp-Gruppen, in denen ich aktiv bin oder auch in einem internationalen Forum, wo sich wirklich Menschen von aller Herren Länder schreiben. Manche wollen sich einfach nur austauschen, einfach nur das Gefühl haben, man spricht mit jemandem, der versteht, wie es einem geht. Werte werden gepostet und dann heißt es, kann mir mal jemand da was erklären, weil mein Arzt hatte heute keine Zeit oder ich komme damit irgendwie nicht klar, warum ist das jetzt erhöht oder zu niedrig. Und da was beisteuern können, das finde ich sehr wichtig und das mache ich sehr gerne. Also wir haben vor vielen Jahren einen Verein gegründet, der heißt CERM, Seltene Anämien e.V. Und der berät Patienten mit Thalassämie, aber auch mit anderen Bluterkrankungen, zum Beispiel Sichelzellanämie. Ja, und ich habe fast täglich auch Kontakt mit Patienten, die mich anschreiben oder mich anrufen zu bestimmten Fragen. Und denen versuche ich dann möglichst zu helfen, indem ich einen Rat gebe oder sie an einen Arzt oder Spezialzentrum verweise. Wir wollen ja alle unabhängig sein und unsere eigenen Entscheidungen treffen und mitbestimmend sein. Aber was heißt das eigentlich genau? Wenn ich meine eigenen Entscheidungen treffen möchte, ist das auch mit einer sehr großen Verantwortung behaftet. Und ich kann nur dann die allerbeste Entscheidung für mich treffen, wenn ich über so viel Information wie möglich verfüge. Nicht aufgeben. Es ist hart. Jeder Tag ist ein Müßiggang und man denkt manchmal, es geht wieder von vorne los und manchmal will man wortwörtlich nicht aus dem Bett. Aber dieses Aktivsein hat mir wirklich
sehr viel gebracht. Und ich würde eben meinen jüngeren Ich oder überhaupt einen jüngeren Patienten heute sagen, nicht warten, nicht abwarten, auch nicht alles Ärzten und Mama und Papa überlassen oder keine Ahnung. Versuchen, selbst aktiv zu werden. So, ich sage wieder Tschüss für heute und hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal.